Diese Woche fand die erste richtige Konferenz von OpenAI statt und oha, sind da wieder krasse Dinge angekündigt worden für Entwickler, aber natürlich auch für Privatpersonen. GPT-4 ist einfach 16 Mal so mächtig geworden und die Konkurrenz, die versinkt einfach mittlerweile in allen Bereichen. Ich habe all diese neuen Features mal für dieses Video hier getestet, sofern ich natürlich darauf Zugriff hatte, und ich möchte euch hier einen Rundumschlag geben, für was ihr was am besten nutzen könnt und wo die ganzen heißen Tricks liegen. Wir starten allerdings mit dem Offensichtlichen. Hey ChatGPT, welche Fähigkeiten sollte ich haben, wenn ich Informatiker werden möchte? Um Informatiker zu werden, solltest du einige wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse haben. 1. Programmierkenntnisse. Vertrautheit mit Programmiersprachen wie Python, Java oder C++ ist entscheidend. Lernbereitschaft. Die Technologiebranche entwickelt sich schnell, daher ist die Bereitschaft, kontinuierlich zu lernen, entscheidend. Diese Fähigkeiten sind die Grundlage, aber je nach Spezialisierung können auch andere Kenntnisse wichtig sein. Was ihr gerade gehört habt, ist nun für alle verfügbar. Spracheingabe und Sprachausgabe und dazwischen ein Large Language Model, das den ganzen Text verarbeitet. Im Endeffekt könnt ihr so richtige Unterhaltungen mit ChatGPT führen. Ich habe das Ganze selbst schon einige Stunden lang gemacht. Die Funktion ist natürlich jetzt nicht die beste, wenn man akkurate Informationen und perfekte Unterstützung möchte, aber großartig, um zu brainstormen. Ich laufe regelmäßig hier im Arbeitszimmer rum, wenn ich zum Beispiel über Konzepte nachdenken und Ideen brauche oder Ideen sammeln möchte. Aber auch außerhalb, wenn man spazieren geht oder vielleicht auf einer längeren Autofahrt ist und über eine Idee nachdenkt, vielleicht aber befürchtet, nicht alles bedacht zu haben, dann ist diese Funktion großartig. Ja, auch Informatiker müssen gelegentlich über Ideen nachdenken. Die beste App-Idee, das schönste Projekt, das kann daran scheitern, wenn man nicht sorgfältig über seine nächsten Schritte nachdenkt. Damit ihr wisst, worauf es bei der Planung, Umsetzen und Entwicklung auch ankommt, hilft euch nach wie vor ein Informatikstudium, weshalb ich euch heute wieder unseren Partner, die FHDW, empfehlen darf. Die FHDW bietet ein duales Studium, das heißt, ihr studiert und arbeitet gleichzeitig. Ihr verdient also schon während dem Studium Geld und seid quasi schon in einer Firma drin, die euch danach meist auch übernimmt. Um diese Firmen mal kennenlernen zu können und auch den Campus der FHDW mal zu sehen, veranstalten die Campus Days. Am 18. November in Paderborn und Mettmann und am 25. November in Bergisch Gladbach und Bielefeld jeweils von 10 bis 14 Uhr habt ihr dazu die Möglichkeit. Ihr könnt dort eine Schnuppervorlesung besuchen, eine Studienberatung in Anspruch nehmen und direkt vor Ort schon Hilfe bei der Bewerbung bekommen, wenn ihr das wollt. Und wenn alles gut läuft, dann könnt auch ihr bald anfangen mit einem Informatikstudium. Schaut deswegen gerne mit dem Link in der Beschreibung dort vorbei. Gut, diese ganzen Funktionen, Spracherkennung, Text-to-Speech etc., das sind alles aber auch Funktionen, die ihr einzeln aufrufen könnt in eurem Code. Und nein, schwer ist das nicht. Im Zweifel schaut ihr euch meine ersten 5 Python-Videos an und kopiert dann den Code von der Dokumentation in den Quellen dieses Videos. Wir starten jetzt aber erstmal mit der Spracherkennung. Am OpenAI Dev Day wurde eine neue Version von Whisper angekündigt. Large v3, also die dritte große Version. Ich habe ein Tutorial zu Whisper gemacht, als es in der ersten großen Version verfügbar war, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das Tolle an Whisper ist nämlich, es ist komplett Open Source. Und das bedeutet, ihr könnt euch einfach Whisper herunterladen und auf eurem Rechner nutzen. Ich habe das bislang immer genutzt, um Untertitel für diese Videos hier zu erstellen, hoffe aber mittlerweile, dass YouTube das vielleicht irgendwann auch mal von selbst hinbekommt. Die Spracherkennung ist bislang dennoch die beste, die ich kenne. Und mit Version 3 des großen Modells sind die Fehler sogar noch mal deutlich runtergegangen. Das können wir in dieser Grafik hier sehen. Weiß ist Version 2, grau ist Version 3. Je niedriger, desto weniger Fehler macht die Spracherkennung. Für Deutsch und Englisch also sehr zu empfehlen, für Bengalisch vielleicht nicht unbedingt. Und wenn ihr Deutsch sprecht, dann kann das Modell übrigens sogar in Englisch transkribieren. Das Ganze geht aber natürlich auch über die API, sodass die Berechnung nicht auf eurem PC, sondern auf den Servern von OpenAI stattfindet. Was natürlich dann vor allem hilfreich ist, wenn ihr zum Beispiel eine Anwendung programmiert und keine allzu starken PCs zur Verfügung habt. In nur 6 Zeilen könnt ihr das Ganze in euer Projekt einbauen. Wenn ihr allerdings könnt, dann empfehle ich euch nach wie vor wirklich, das auf eurem Rechner laufen zu lassen. Denn jede Minute, die ihr transkribiert, kostet 0,6 Cent via API. Auf eurem Rechner ist das natürlich nach wie vor gratis, so abgesehen von den Stromkosten. Das hört sich zwar nicht nach viel an, aber
Wenn das wirklich viel ist an Text, Meetings zum Beispiel, dann summiert sich das ganz schnell mal. Auch die Sprache erstellen zu lassen, also Text-to-Speech, wurde in die App eingebaut, wie ihr gerade vorhin schon gehört habt. Hier einige Samples. The sun rises in the east and sets in the west. In the heart of the city, there is a large park where people go to relax and enjoy nature. The library is a quiet and peaceful place. The train chugged along the tracks. In the kitchen, the aroma of freshly baked bread filled the air. The beach was a popular spot on a hot summer day. Ihr könnt aktuell nur zwischen diesen verfügbaren Stimmen wählen. Außerdem gibt es 2 Versionen, einmal TTS und einmal TTS HD. Das soll ein bisschen besser sein. Als Codec wählt ihr dann MP3, Opus, AAC oder sogar FLAC. Für hohe Qualität empfehle ich natürlich FLAC, sonst wird es aber eigentlich auch MP3 wie immer tun. Einen wirklich großen Unterschied macht das aber nicht. Hier einmal die höchste und niedrigste Qualität im Vergleich. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. Bislang galt für mich trotzdem ElevenLabs immer als bestes Tool für Text-to-Speech. Hier nochmal ElevenLabs im Vergleich. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. Das Spannende bei ElevenLabs war für mich immer, dass es eben auch mehrere Sprachen kann. Aber genau das kann OpenAI nun auch. 7 schläfrige Schlangen schlüpfen samstags. Selten schlängelnd über schlammige Schleifen. Das hat mich ehrlich gesagt krass umgehauen. ElevenLabs wechselt aber auch zum Beispiel in einem Satz zwischen mehreren Sprachen. Ich habe das Ganze mal versucht, ein bisschen auf die Spitze zu treiben. 3 thin thinkers denken dicht. Düşünceli dans ediyorlar. Don don dansant dans des dunes. 3 thin thinkers denken dicht. Düşünceli dans ediyorlar don don. Dansant dans des dunes. Und ja, man hört vielleicht ein paar Verhaspler, wenn man die einzelnen Sprachen kennt. Aber ganz ehrlich, das ist definitiv erkennbar, wenn man die Sprache spricht. Und das ist Englisch, Deutsch, Türkisch, Japanisch und Französisch in einem Zungenbrechersatz. War übrigens gar nicht mal so leicht so einzubauen, also bitte hinterfragt den Sinn nicht. Bei ElevenLabs war das ein riesiges Ding, dass Sprachen einfach so gewechselt werden können und OpenAI zieht einfach mal in einem Nebensatz nach. Auch was die Kosten angeht, kostet OpenAI mit dem normalen TTS-Modell 1,5 Cent pro 1000 Buchstaben. Das HD-Modell kostet 3 Cent. Bei ElevenLabs gibt es mehrere Preismodelle. Das günstigste Abo sind 2 Millionen Buchstaben für 330 € im Monat. Damit kosten 1000 Zeichen etwa 16,5 Cent. Dabei verfallen aber auch die ungenutzten Credits am Ende des Monats und ihr habt ein Abo an der Backe. Es ist also nicht nur ungefähr um das 10-fache teurer als OpenAI, sondern auch noch deutlich unflexibler. Respekt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Buch etwa, sagen wir, 80.000 Wörter hat und ein Wort etwa 5,44 Zeichen im Schnitt hat, landen wir bei ganz grob 435.000 Zeichen für einen Roman oder anders gesagt 6,50 $ für die Erstellung eines gesamten Hörbuchs. What the fuck? Damit kann ich jedes meiner Tutorials übersetzen in jede andere Sprache. Nur halt ohne Lip-Sync. Das kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr. ElevenLabs hat aber natürlich einen anderen Vorteil. Man kann Stimmen klonen. Die eigene und natürlich auch fremde Stimmen. Also ich bräuchte kurz den Ausweis von Herrn Mössner. Der muss mal wieder ein offensives Meme verbreiten. Es wäre mega, wenn ihr den Kanal abonniert. Denn das zeigt YouTube, dass viel mehr Menschen dieses Video sehen sollten. Das geht bei OpenAI noch nicht, wegen Missbrauchsschutz. OpenAI hat aber auch auf der Webplattform einen riesigen Schritt gewagt. Das normale GPT-4, Browsing, Data Analysis und DALL-E 3, die davor alle in separaten Reitern verfügbar waren, sind nun alle in demselben Chat. Und das ist mega hilfreich für mich, denn hier mal mein Use Case. Ich wollte Informationen recherchieren, sagen wir Statistiken, wie viele Zeichen ein Buch hat. Dazu nehmen wir den Bing Browsing Modus, um gute Quellen zu finden. Diese Informationen wollte ich dann mit dem Data Analysis Modus in Plots abbilden, um Grafiken zu erhalten, wie Bücher über die Jahrzehnte oder Jahre länger oder kürzer wurden. Und anschließend will ich noch, sagen wir, ein Cover für mein eigenes Buch mit DALL-E 3 erstellen. Dazu musste ich jeweils einen einzelnen Chat starten. Jetzt geht das alles in einem. Dazu kommt, GPT-4 hat nun auch Vision-Funktionen. Das heißt im Endeffekt,
es kann Bilder verstehen oder zumindest erkennen, was drauf ist. Das war über Data Analysis schon in Ansätzen möglich, aber eigentlich hat es nur Optical Character Recognition betrieben. Das heißt, es wurde der Text, der auf dem Bild drauf war, eben mit anderen Tricks gelesen. Jetzt kann es wirklich sehen, was auf den Bildern drauf ist. Wie das hier zum Beispiel. Das ermöglicht natürlich auch nochmal sehr viel mehr auf einmal. Eigentlich ein viel breiteres Verständnis für Nuancen und vor allem ein fotografisches Gedächtnis, das ihr natürlich auch mit der API in eure eigene Anwendung mit der API auch in eure Anwendung einbauen könnt. Für GPT-4 Vision und für das gewöhnliche GPT-4 gab es ein fettes Modell-Upgrade mit dem Namen GPT-4 Turbo. Ihr könnt euch das etwa so vorstellen wie die PlayStation 4 Slim. Nur in Fett. Das Modell zwischen der 4 und der 5 also. GPT-4 Turbo hat Trainingsdaten bis April 2023. Zum Vergleich, GPT-4 hat nur das Wissen bis September 2021. Noch viel spannender ist allerdings der Kontext. Der definiert nämlich, wie lang eure Eingabe sein darf. GPT-4 Turbo kann bis zu 128.000 Tokens verarbeiten. Beim normalen GPT-4 waren das nur etwa 8.000 Tokens. Und das hat man eben gemerkt. Wenn ihr einen sehr langen Thread hattet, dann hat auch GPT-4 irgendwann mal vergessen, was ihr eigentlich am Anfang gesagt habt. Ein Artikel wurde dann ignoriert, eine Fragestellung oder ein Auftrag wurde vergessen, die Ausgaben waren irgendwann einfach unbrauchbar. GPT-4 Turbo kann jetzt 16 Mal so lange Kontexte verstehen oder umgerechnet 96.000 Wörter, ganz grob. Wir erinnern uns, Harry Potter Band 1 hatte etwa 80.000 Wörter. Es kann nun also mehr als ein volles Buch auf einmal lesen. Das ist krass und bietet vor allem für Firmen den Vorteil des Jahres. Denn bislang haben Firmen sich überlegen müssen, ob sie ein Modell feintunen, also quasi eine eigene Version von GPT trainieren, damit das Modell ihre Informationen alle verarbeiten kann, Rechtstexte zum Beispiel. Das ist aber sehr, sehr teuer und mit GPT-4 war das noch nicht mal möglich. Jetzt können einfach alle relevanten Rechtstexte auf einmal eingelesen werden und Feintuning ist oftmals gar nicht mehr nötig. Als Ausgabe bekommt ihr übrigens maximal 4.000 Tokens. Das Krasse ist hier aber auch der Preis. Klar, in ChatGPT ist natürlich alles im Abo dabei, aber auch bei der API. Während das alte GPT-4 3 Cent pro 1000 Tokens bei der Eingabe kostet, ist das neue bei einem Drittel davon, also bei 1 Cent pro 1000 Tokens. Und auch die Ausgabe kostet bei dem neuen Modell pro 1000 Tokens nur 3 Cent statt 6 Cent bei dem alten Modell. Es ist also in wohl jeder Hinsicht einfach besser. Außer natürlich, dass es noch eine Preview ist, die man nicht in Production nutzen sollte. So, aber trotzdem gibt es hier zwei unterschiedliche Varianten. Einmal mit Vision-Fähigkeiten und einmal das normale GPT-4 ohne Bilderkennung, wobei ich persönlich das normale sogar fast noch spannender finde. Das Vision-Modell kann, wie eben schon gezeigt, Bilder verstehen. Ein Full-HD-Bild kostet übrigens über die API 1,105 Cent in der Eingabe, also etwa 1,1 Cent kann man sagen. Und das ist wirklich nicht viel. Zumal man ja die Bilder im Zweifel auch runterskalieren kann, wenn sie größer sind oder zu groß sind. Das normale GPT-4 Turbo hingegen hat noch einen weiteren Modus, den JSON-Mode. Warum brauchen wir das? Wenn ich bei mir GPT-4 in Anwendungen integriere, dann ist das immer eine Art Glücksspiel. Im Code möchte ich ja die Ausgabe von GPT-4 weiter verwenden. Dazu muss alles sehr ordentlich und genau formatiert sein. Es macht einen riesigen Unterschied, ob ich Answer gleich ABC habe oder ob ich Response gleich ABC habe, auch wenn ABC die eigentlich richtige Ausgabe ist. Deswegen will man die Antwort normalerweise als JSON-Ausgabe erhalten. Sagt man dem Modell jetzt aber nur, spuck mir bitte JSON aus, dann kommt wie auch im Chat oftmals, okay, hier ist deine Ausgabe und anschließend erst kommt die Ausgabe in JSON, die wir eigentlich wollen. Wenn ich das jetzt in Code weiterverarbeite, dann führt das zu Fehlern. Denn dieses ganze Vorgeplänkel von wegen, okay, hier ist deine Ausgabe, das ist eben kein JSON und dann stürzt mein Programm ab. Sprich, das macht das Ganze häufig unmöglich, es automatisiert, also ohne Mensch, als Ausgabe zu nutzen.
Im JSON-Mode hingegen kann ich die Formatierung meiner Ausgabe einfach festlegen. Das heißt zwar nicht unbedingt, dass es keine Fehler gibt, aber zumindest muss es per Definition von OpenAI immer richtig parsen und immer soweit fehlerfrei auch als JSON ausgegeben werden. Die prüfen das wahrscheinlich einfach bei sich einmal vorher und geben es dann erst zurück. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Auch die Möglichkeit, einen Seed anzugeben, kennt ihr vielleicht. Manchmal möchte man einfach eine Ausgabe exakt nachvollziehen können. Sprich, wenn ich eine Sache eingebe und eine Zahl eingebe, dann kommt am Ende immer dasselbe raus. Bei Midjourney oder Stable Diffusion, den Bildgeneratoren, geht das eigentlich schon immer recht problemlos. Nehmen wir beide einfach dieselbe Zahl und denselben Prompt als Eingabe, dann erhalten wir auch eigentlich immer dieselbe Ausgabe. Identisch. Und genau diese Möglichkeit hat nun auch ChatGPT bzw. GPT-4. Laut OpenAI sind damit die Aussagen fast immer konsistent. Vermutlich unterscheidet sich das allerdings nur in Fällen, wo zwei mögliche Ausgaben berechnet werden und die haben beide dieselbe Wahrscheinlichkeit und werden als gleich gut angenommen und dann wird per Zufall entschieden, welche eben genommen wird. Also eigentlich kann man sagen, es ist immer dieselbe Ausgabe. Und damit lässt sich nun auch das Modell insgesamt sehr viel besser untersuchen. Seed und JSON-Mode sind mit dem normalen GPT-4 Turbo allerdings ohne Vision möglich. Und dann wurde natürlich noch das andere riesige Update angekündigt, das man auch bei ChatGPT sehen kann. GPTs, das vor allem die Zugänglichkeit für den Otto-Normalverbraucher insgesamt deutlich erleichtern soll. Sowohl für ChatGPT, also die Webplattform, als auch die Programmierschnittstelle soll es dieses Update geben. Ein GPT ist sozusagen eure eigene Variante für ChatGPT. Ihr selbst legt also einfach das System-Prompt fest, das definiert, wie sich ChatGPT verhalten soll. Statt du bist ein hilfreicher Assistent, könnt ihr dann zum Beispiel sagen, du bist mein Programmierbuddy, der mir meinen Code gegenliest und Fehler findet. Ihr könnt also sozusagen die Rolle festlegen. Das ist jetzt keine riesige Veränderung, wenn ihr euch davor schon mit Prompting auseinandergesetzt habt, aber es kann natürlich helfen, leichter das zu bekommen, was man wollte. Ich hatte beispielsweise mit dem Browsing-Feature in letzter Zeit ein bisschen Streit und immer das Problem, dass es, wenn es englische Websites eingelesen hat, mir auch immer auf Englisch geantwortet hat. Das würde damit vermutlich sehr viel besser funktionieren. Leider ist das Feature für mich auf der Webplattform noch nicht freigeschalten gewesen. Die besten GPTs sollen aber nicht von OpenAI kommen, sondern von der Community und die kann man dann teilen und einfach benutzen. Natürlich ist das Teilen optional, ihr müsst das nicht machen, aber es kann natürlich helfen. Das Besondere ist aber, dass ihr den GPTs auch einzelne Funktionen freischalten könnt. Ihr könnt zum Beispiel bei dem einen GPT sagen, das kann Webbrowsing und Plugins, zum Beispiel mit euren E-Mails interagieren und so weiter und so fort und ein anderes kann dann andere Dinge. Und ein Unternehmen kann diese GPTs wohl alle intern auch deployen. Was das genau heißt, werden wir wohl noch erfahren. Aber auch in der API, also in der Programmierschnittstelle, wurde die Assistance API freigeschalten und die haben jetzt schon die Möglichkeit, Code-Interpreter-Funktionen auszuführen, sprich, ihr könnt in eure Anwendung das Ding integrieren, eine KI baut Code und führt das auf den Servern von OpenAI aus und euer Programm bekommt das Ergebnis dieser Berechnung, die automatisch Code gebaut haben. Verwirrend. Im Gegensatz zur letzten Version verschwinden jetzt allerdings Code-Interpreter-Chats gar nicht mehr, sondern sie bleiben erhalten. Die Chats sind dort als Threads zu sehen und bleiben auch dann erhalten, wenn die eigentliche Unterhaltung geschlossen wird, sodass auch bisherige Informationen dann immer noch verfügbar sind. Das ist natürlich super hilfreich, wenn ihr das als Assistant wirklich auf eure Website einbinden wollt. Über Playground kann man sich sogar jetzt schon einfach direkt einen Assistant erstellen, den man direkt in einem Webinterface auch testen kann. Wie gesagt, diese Assistance API ist im Endeffekt auch nur das, was die GPTs machen, nur eben über die API und ohne Abo. Dafür eben mit den Kosten pro Aufruf. Und wie immer, wenn ihr die API benutzt, also die Programmierschnittstelle, anstelle der Webplattform, dann ist der große Unterschied die Enterprise Privacy. ChatGPT Threads, also die Gesprächsverläufe, die können von OpenAI zum Training ihrer Modelle genutzt werden. So steht das in den AGB. Nutzt man jetzt die API, dann garantiert OpenAI Vertraulichkeit. Das heißt, die Daten werden nicht weitergegeben und auch nicht fürs Training benutzt.
Zudem besitzt man die Ausgabe vollständig. So schreiben sie, und Daten werden auch verschlüsselt gespeichert. Wie das Ganze rechtlich ist, ich glaube, darüber streiten viele gerade noch, aber zumindest garantieren sie sowas. Naja. Und damit kommen wir zum letzten großen Punkt, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe. DALL-E 3. DALL-E 3 erstellt wie Stable Diffusion und Midjourney Bilder. Im Gegensatz zu Stable Diffusion habt ihr allerdings jemanden, der das einfach für euch macht. Sprich, ihr braucht keine starke Rechenleistung auf eurem PC zu Hause. Mein Rechner schafft Stable Diffusion XL Modelle eigentlich nicht, wenn nebenbei noch irgendwas anderes läuft. Und ich habe eine RTX 3090. Midjourney hingegen ist zwar ganz nice, kostet aber im Abo extra für mindestens $10 pro Monat. Dann hat man allerdings 3,3 Stunden Berechnungszeit, was natürlich für Generierung, Hochskalierung, kleinere Veränderungen etc. drauf geht. Das reicht aber laut Midjourney für etwa 200 Generierungen, also etwa 800 Bilder. DALL-E ist einfach bei ChatGPT dabei. In der Webplattform ist es sogar kostenlos. Dabei ist aber wichtig, welches Prompt am Ende mit dem Bildgenerator ein Bild baut. Das entscheidet nämlich in dem Fall ChatGPT, nicht ihr selbst. Bildgeneratoren insgesamt bedienen sich einfach ein bisschen anders und das Prompting funktioniert anders. Und ein einfacher Text wird meist kein gutes Ergebnis bringen. Allerdings gibt man so natürlich auch die Kontrolle über das Bild ab, wenn man natürlich ChatGPT das Prompt für DALL-E 3 schreiben lässt. Über die Programmierschnittstelle hingegen könnt ihr auch selbst genau definieren, wie so ein Bild auszusehen hat. Und das ist ein weiterer Punkt für DALL-E 3. Ich kann für meinen Blog beispielsweise einfach eine Funktion einbauen, dass automatisch ein Bild für meinen Artikel generiert und eingebaut wird. Während bei Midjourney muss ich leider Discord benutzen. Midjourney hat keinen direkten API-Support. Es gibt keine API, die ich einfach verwenden könnte. Technisch gesehen gibt es einen kleinen Workaround. Man könnte jetzt den Midjourney-Bot auf seinen eigenen Server einladen und dann dort seinen eigenen Bot einbauen, der dann wiederum das Bild von Midjourney ausliest. Und wir haben eine API, aber das Ganze ist wahnsinnig komplex und man geht den Umweg über Discord. Das muss einfach nicht sein und die DALL-E 3 API ist halt mit 7 Zeilen Code schon fertig. Ihr seht hier übrigens ein paar Vergleiche dazu. Ein Bild über die API zu generieren kostet bei DALL-E 3 für das schwächere Bild 4 Cent pro Bild. Dann gebt ihr im Code einfach Quality gleich Standard an und dann war's das schon. Falls ihr die stärkere Version wollt, dann kostet das insgesamt 8 Cent pro Bild und ihr gebt einfach Quality gleich HD an. Rechnet man das aber auf das Paket von Midjourney, dann kostet das bei DALL-E 3 64 €, also über Faktor 6 teurer. Klar, aber über ChatGPT habt ihr das Problem natürlich nicht, da ist es gratis. Was am Ende übrigens besser aussieht, das lasse ich euch mal entscheiden. Aber ich hatte bei keinem einzigen Fall bei Midjourney das Schild mit dem Text Rahmen richtig hinbekommen. Also der Text an sich wurde einfach nie richtig angezeigt. Und das beim selben Prompt wie bei DALL-E. Bei OpenAI hat der Text Rahmen einfach in 2 von 2 Fällen geklappt. Ohne Probleme. Für Text scheint also Midjourney insgesamt deutlich schlechter. Für allgemeine Logik, Ästhetik oder auch Personen hingegen, naja, in beiden Fällen, also Standard und HD, werden, anders als der Name vermuten lässt, bei DALL-E 3 die Bilder immer nur 1024 x 1024 Pixel groß. Und ihr habt keine Möglichkeit, sie über das ganze Tool zu ändern. Photoshop geht natürlich immer. Midjourney bietet allerdings die Vary-Region-Funktion, bei der ihr einzelne Teile austauschen könnt und ihr könnt sie mittlerweile auch auf lächerliche Pixelgrößen hochskalieren. Aus dem Bild rauszoomen könnt ihr natürlich auch und auch Bilder einfach als Eingabe verwenden. Das alles kann DALL-E 3 natürlich noch nicht, allerdings könnt ihr jetzt technisch gesehen ein Bild und einen Prompt als Eingabe geben und damit ein neues Bild generieren lassen. Also eigentlich geht zumindest ein Teil davon schon. Aber deswegen finde ich persönlich insgesamt Midjourney als Bildgenerator vom Ergebnis auch immer noch ein bisschen stärker als DALL-E 3. Und auch Dinge wie das ControlNet aus Stable Diffusion und die ganze Varianz an Modellen, die fehlt halt natürlich. Aber DALL-E 3 ist jetzt zumindest wieder rentabel. Also, alles zusammen, DALL-E 3, GPT-4 Turbo, GPT-4 Turbo Vision, Whisper, Text-to-Speech, Assistance.
Man kann sagen, was man will, aber dieses Update war brutal und wirklich beeindruckend. Es löst viele der bekannten Probleme und ich freue mich auf den nächsten OpenAI Dev Day. Jetzt bin ich vor allem gespannt, was Google tut, denn die wollten im Dezember Gemini für Bard rausbringen. Gemini soll wohl besser sein als GPT-4, aber ehrlich gesagt, das wird nicht leicht. Was von alledem werdet ihr nutzen oder nutzt ihr vielleicht jetzt schon? Habt ihr irgendwelche Tipps, was ich mir dringend ansehen sollte? Dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare bitte.